Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must be divine. What a night, what a sight. Ring the bells loud and clear. Have the reindeers reappear. Take my hand, you promised land. Here we go. I have wished upon a star. I've sent my wishes far to get you in every way. I had given up hope when the snow started falling, but then I knew it was you. Around midnight, way up high, there's an angel every night. Take my hand, you promised land. Here we go. Hey Friends, ich bin Jackie, ich bin 22 und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe heute einen Vlog für euch, ganz entspannt. Einen ersten Advent, cozy Vlog, ein bisschen mit Weihnachtsstimmung, ein bisschen Food und ja, ich hoffe, er gefällt euch, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich werde auf jeden Fall ein paar Talks mit euch halten und erzählen, was so in meinem Leben abgeht. Das ist so ein Winterzaubertee. Winterbackstube und der ist richtig geil. Den suchten mein Mann und ich im Winter auf jeden Fall. Ich bin wieder zurück, weil mein Beschluss feststeht, dass ich YouTube machen möchte. Warum war das überhaupt eine Frage? Weil ich einen neuen Job angetreten habe, beziehungsweise ich gerade dort eingearbeitet werde und das jetzt statt vorher nur 15 bis 25 Stunden in der Woche ein Vollzeitjob ist. Sprich, ich habe weniger Zeit. Ich musste mich fragen, was will ich noch machen, weil ich viel mache, beziehungsweise viel machen möchte. Es stand dann die Frage im Raum, möchte ich Uni weitermachen, möchte ich YouTube weitermachen, möchte ich Instagram weitermachen, was sind meine Prioritäten und ja, ich möchte ungern mit YouTube aufhören. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt sehr lange Pause gemacht. Ich war eigentlich gut drin und auch sehr kontinuierlich. Es sind jetzt nur 3 Videos oder so gewesen. Aber habe auch viel weiter gefilmt, nur ich hatte halt einfach nicht die Zeit, um zu schneiden oder so. Und deshalb muss ich mich sortieren. Ich dachte, ich nehme mich einfach mal zurück. Ich weiß auch von der Instagram-Community, also wie gesagt, ich will auch nicht immer so tun, als wäre ich irgendjemand Großes oder so. Aber ich weiß die Leute einfach zu schätzen, die sich dazu entscheiden, mir zu folgen. Und nochmal danke für diesen Support auf jeden Fall. Nur ich weiß halt, dass die Leute immer sagen, nimm dir die Zeit und sortiere dich und wir werden warten. Man trägt dann irgendwo, wenn man dann auch mit Firmen arbeitet, eine gewisse Verantwortung, weshalb ich trotzdem weiter gepostet habe. Müssen wir was trinken. Für mich war es immer schwierig, einen Rhythmus zu finden. Also bin ich auch ganz ehrlich, ich habe nicht so die Routinen gehabt im Leben, weder eine Morgen- noch eine Abendroutine, weil ich immer so in den Tag reingelebt habe und
alles so gemacht habe, wie es gerade zeitlich gepasst hat, weil ich halt davor unter der Woche viele verschiedene Schichten hatte und ich so mein Leben gar nicht richtig planen konnte. Weil jeder weiß, das Leben... Oh, sorry. Weil jeder weiß, das Leben hat seine eigenen Pläne manchmal und es kommt auch gerne was dazwischen. Deswegen war ich umso glücklicher, dass ich jetzt so einen Job habe, der die gleichen Zeiten hat, sodass ich meinen Nachmittag verplanen kann, dass ich meine Woche verplanen kann. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt erstmal zu gucken, wie ich es hinbekommen würde, wenn ich mich an meine Pläne halte. Trotzdem Uni und Fitness und Instagram und alles drum und dran durchzuziehen. Habe da ein bisschen was ausgearbeitet. Gut, mein Nachbar staubsaugt jetzt. Ich hoffe, ihr hört das nicht so krass. Ich möchte auf jeden Fall alles weitermachen. Nur möchte ich mich momentan, glaube ich, rein vom Gefühl her mehr auf YouTube konzentrieren, weil das einfach momentan das ist, was mir mehr Spaß macht. Instagram ist so total strategisch und zahlenbasiert geworden. Und ich habe das Gefühl, dafür ist es mir die Arbeit nicht wert, dass Leute das nicht erreicht, was ich mache. Also klar, hier auf YouTube bin ich super klein, also ich habe ja erst angefangen, aber ich habe das Gefühl, hier kann ich viel mehr mitgeben. Hier kann ich viel mehr zeigen, was mir Spaß macht, was mich ausmacht, weil ich habe das Gefühl, ich kann das in Instagram-Bildern und Videos nicht widerspiegeln. Alles fühlt sich so momentan sehr gezwungen an. Mir geht es darum, dass wenn mir schon Leute folgen, dass die auch meinen Content sehen, was offensichtlich nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich momentan aufgehört, solche deepen Sachen zu machen auf Instagram, weil ich gemerkt habe, dass das irgendwie gar nicht so wichtig ist. Man sagt immer, es soll valuable Content online kommen, aber wenn du es dann machst und viel Arbeit reinsteckst, erreicht das irgendwie keinen und das stört mich momentan. Und ich möchte Sachen weitergeben, ich möchte inspirieren, ich möchte motivieren und ich möchte einfach ein bisschen random mein Leben teilen. Weil ich mich einfach in dieser Welt sehe, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe mich in dieser YouTube, Instagram, whatever Welt, Social Media und weil ich einfach sehr gern kreativ bin, schon immer mit Videoschnitt gearbeitet habe, mit Musik und so, das vereint sich alles und das finde ich super cool. Umso trauriger ist es dann für mich, wenn ich viel arbeite und verstecke, dass das kein Schwein sieht. Bin ich ganz ehrlich. Und das ist im Großen und Ganzen eigentlich der Grund, warum ich momentan einfach nicht mehr so aktiv auf Instagram bin. Weil es mir viel zu strategisch geworden ist und mir der Spaß fehlt und ich möchte ich selber sein. Ich möchte posten, worauf ich Bock habe. Posten, was mir Spaß macht. Ich liebe diese Motivationsvideos, die auch mal ein bisschen länger brauchen, aber du fühlst dich so gepressured, jeden Tag ein Reel rauszuhauen oder sonst irgendwas, dass du gar keinen Bock mehr hast, irgendwas Kreatives zu machen, weil das in einer kurzen Zeit nicht möglich ist, kreative, schöne Sachen zu machen. Zu dem Thema Fitness momentan. Ganz schwieriges Thema bei mir. Auf jeden Fall habe ich jetzt so im September, Oktober gemerkt, dass mir das einfach keinen Spaß mehr bringt. Klar, Fitness macht nicht immer Spaß oder Motivation spielt nicht immer die größte Rolle, aber ich finde, man soll irgendwie trotzdem Freude daran haben, ins Gym zu gehen. Nicht mal unbedingt der Weg dahin, weil das ist manchmal halt einfach ein bisschen... Aber ich meine, das Dasein und dass man sich hin und wieder doch mal drauf freut, aber dass man sich jedes Mal richtig schlecht fühlt und gar keinen Bock hat sich für mich nicht mehr normal angefühlt. Und deshalb bin ich irgendwann seltener gegangen. Bei mir war es dann noch in Kombination mit, ich gehe nur noch zum Fitness, um es zu filmen und hochzuladen. In der Hinsicht, und das hat mich extrem gestört. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe es, meine Workouts zu teilen und auch, dass viele von euch das speichern und vielleicht auch damit trainieren. Das war meine Intention dahinter, nur dass ich das, nicht dass ihr mir das Gefühl gebt, sondern dass ich mir selbst das Gefühl gebe, du gehst jetzt trainieren, damit du es filmen kannst und hochladen kannst. Diese Connection hat mir nicht gefallen. Dadurch habe ich mich so doll unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich aufgehört habe irgendwie. Ich bin dann mal 2 Wochen nicht gegangen, war immer erschöpft und oh ja, die Zeit hat nicht gepasst und bla. Aber es war, glaube ich, einfach nur dieser Druck, diese ganze Richtung, in die das gegangen ist, das hat mir einfach nicht gefallen. Und klar möchte ich filmen ab und zu. Ich möchte meine Workouts filmen und die weitergeben. Also zumindest nicht mit dem Hintergedanken, dass ich das filmen möchte, ins Gym zu gehen. Aber mir geht es einfach darum, dass ich das Gym nicht in Verbindung mit nur Content machen sehe. Also ich bin jetzt leider, ich mache das halt nicht full-time, deswegen kann ich nicht sagen, ich nehme mir einen Tag, filme einen Tag so viel Content, dass ich halt genug habe.
Das geht bei mir halt leider nicht. Ich muss halt wirklich meine Realtime-Workouts filmen. Das ist mir alles zu stressy gewesen. Vor allen Dingen nach so einem langen Arbeitstag oder so. Oder nach einem stressigen Tag grundsätzlich. Dann noch mich darauf zu fokussieren, dass ich das noch hinbekomme, obwohl ich das Gym gerne zum Abschalten benutzen würde. Da kommt alles Mögliche zusammen. Aber der Druck, den ich mir selber gemacht habe, hat irgendwie alles zerstört. Das ganze Bild gerade. Und deshalb möchte ich langsam wieder die Verbindung zu Fitness zurückfinden. Es auch wieder lieben lernen. So. Ich möchte nicht, dass es sich anfühlt wie so ein Ding, was ich abhaken möchte. So get it out of the way und tschüss. So. Ich möchte es genießen wieder und ich möchte mehr mit Intention trainieren. Was momentan meiner Meinung nach auch einfach das Problem ist, dass man viel zu viele Einflüsse von außen hat. Also von außen meine ich nicht nur von Freunden, Verwandten oder sonst was, sondern auch von Social Media. Jeder meint, die richtige Art und Weise zu kennen, wie man mit einer Situation umgeht, wie man die richtige Routine in was weiß ich was bekommen kann. Ich finde, man sollte die Art und Weise, wie man mit Social Media umgeht, ein bisschen anpassen. Also nicht von wegen, oh, ich möchte das genauso machen, sondern lasst euch einfach nur inspirieren. Also was ich euch damit geben kann, ist einfach Social Media als Inspiration zu nutzen, als einen viel positiveren Weg, als dass man alles nur nachahmen möchte und genauso sein möchte von wegen. Ich bin genauso, deswegen sage ich das jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, dass ich auch gerade versuche, mir das abzugewöhnen und mir Sachen angucke als Inspiration und auf mein Leben zugeschnitten und nicht so, wie sie lebt oder er lebt, möchte ich auch leben. Versucht einfach alles auf euch selber zuzuschneiden, sodass ihr euch im Inneren immer noch mit dem wohlfühlt, was ihr macht. Also klar, verfolgt Ziele und natürlich wird auch alles nicht immer so leicht bleiben oder leicht sein. Es wird immer Ups und Downs geben, aber versucht es trotzdem immer so zu machen, dass ihr euch im Inneren damit wohlfühlt, dass ihr nicht das Gefühl habt, irgendwas läuft hier nicht richtig in meinem Leben und dass ihr nicht so wie ich das Gefühl habt, ihr müsst euch alle 2 Wochen neu sortieren, weil irgendwas euch nicht in den Kram passt. Im Endeffekt muss man sich auf das konzentrieren, was man geschafft hat und daraus das Beste machen. Und selbst wenn man sagt, okay, damit bin ich nicht zufrieden, aber nur weil es von deinem Herzen kommt und nicht, weil irgendwas das vorschreibt, dann kannst du dich verbessern und sagen, okay, nächste Woche gehe ich öfter trainieren oder nächste Woche gehe ich früher schlafen oder was auch immer dein Ziel ist. Fokussiere dich auf dich, fokussiere dich auf dein Wohlbefinden. Und das war's erstmal mit meinem TED Talk. Ich werde jetzt gleich Essen machen für mich im Glas. Ich denke mal Spaghetti Bolognese. Ich hoffe, es war nicht zu viel Gelaber, aber ich dachte, ich komme einfach mal on camera und erzähle euch ein bisschen, was gerade bei mir abgeht. Aber ich habe mir ein neues Gerät zugelegt und ich bin super stolz drauf. Ich freue mich richtig und damit zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt Uni auf jeden Fall durchziehen wollen. Ich möchte euch auf YouTube viel mehr mitnehmen. Und hoffe einfach, dass es eine richtig coole Journey wird, die wir uns zusammen geben können. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to cope this. Because it's Christmas time. And I need you now, darling. So come home. So come. You keep me up all night.
So, ich werde mir jetzt noch schnell die Zähne putzen, werde dann die Kerzen ausmachen, die Küche noch ein bisschen aufräumen, damit ich morgen ganz entspannt in meinen Arbeitstag und meine neue Arbeitswoche starten kann und mich noch ein bisschen an den Laptop setzen. Ich werde mir nochmal einen Plan für nächste Woche schreiben, ganz schnell ein paar To-Dos aufschreiben, die ich nächste Woche auf jeden Fall erledigen möchte. Und dann werde ich mich auch ganz schön ins Bett legen und versuchen einzuschlafen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.